Willkommen in Elite Dangerous. Heute geht es mal um die größtmöglichste Sprungweite für die Schiffe und dass man dafür einen speziellen FSA braucht mit SCO, also einen Frameshift-Antrieb mit SCÜ. Das ist dann eben ein Super Cruise Overdrive oder auch Überladungsdrive. Den gibt es nur bei einem Technologiebroker und dafür muss man einiges tun. Ich habe hier jetzt eine Sprungweite von standardmäßig 85 Lichtjahren. Die Konfiguration von meinem Mandalay habe ich mal in die Videobeschreibung reingesetzt als Link. Da haben wir jetzt beispielsweise eine aktuelle Sprungweite von 85 Lichtjahren und eine unbeladene von 87,7 Lichtjahren. Aber da muss der Tank dann halb leer sein dafür. Man kann hier beispielsweise bei Inara, bei den Technologiebrokern, kann man dann hier sehen, die haben hier ganz tolle Sachen. Ich habe das hier mal zusammengestellt, was man da gebrauchen kann. Und zwar, um da an dieses Titan Drive Komponent zu kommen, muss man ein korrosionsresistentes Frachtgestell dabei haben. Also das muss man sich zuerst mal besorgen, dieses Frachtgestell. Und dann kann man sich diese Komponenten besorgen, weil die sind kaustisch und zerfressen ansonsten die Schiffshülle, wenn man das transportiert, ohne dass man so ein Frachtgestell hat. Nebenbei nochmal erwähnt, hier gibt es dann auch einen ganz besonderen Detail-Oberflächenscanner zum Scannen von Planeten, der eben die schnellste Scan-Möglichkeit hat. Er hat eine große Reichweite für die einzelnen Sonden, die man abschießt. Da braucht man dann für einen Planeten, der zum Beispiel normalerweise 4 Sonden braucht, nur noch eine. Manchmal auch 2. Das ist dann eben auch interessant, sich den mal zu holen. Hier bei Inara sind die natürlich zu finden unter Daten Technologiebroker. Da kann man sich die Sachen angucken und was man dann dafür sammeln muss oder auch einkaufen muss, um sich beim Technologiehändler diese Sachen zu besorgen. Und zur höchsten Sprungweite braucht man natürlich auch diesen Guardian FSA Booster. Hier ist mal dargestellt, was man für den braucht. Den schaltet man einmal frei und dann kann man den beliebig oft kaufen bei den Händlern. Oder auch in Shinrata Desra. Den schaltet man sich einmal frei und das ist das, was man da braucht. Für diese Komponenten, die man hier braucht zum Eintauschen, die muss man kaufen und die anderen Sachen muss man sich eben besorgen. Bei den Guardian-Sachen muss man dann eben mal zu einer Guardian-Site fliegen, wo diese Modulbauplansegmente zu holen sind, wo man sich die holen kann. Wir müssen uns zunächst mal auf jeden Fall dieses korrosionsresistente Cargorack besorgen. Und dafür brauchen wir diese Meta-Alloys, die Meta-Legierungen, 16 Stück. Und die kann man hier über Inara zum einen, zum Beispiel über die Warensuche finden zum Kaufen. Daten, Warensuche. Und dann haben wir hier die entsprechenden Eintragungen zu machen, damit wir auch was finden, zum Beispiel maximales Preisalter und dann eben hier auf jeden Fall eintragen mit Carrier, weil nämlich nur Spiele auf Carriern vor allem die verkaufen zu ansprechenden Mengen. Wir brauchen 16 Stück von diesen Metalegierungen für dieses Frachtgestell und insgesamt 16 Stück zu diesem Einzelpreis ist nicht unbedingt billig. Die andere Variante ist dann, sich das bei den Titanen zu holen. Und da können wir mal in die Galaxiskarte reinschauen. Dort in den Einstellungen die Titanen-Racks markieren, dass man die sehen kann. Und bei diesen Racks dort gibt es alles von den Targoiden, was man jetzt so braucht. Also diese Metalegierungen und dann nachher auch diese anderen Komponenten für diesen speziellen FSA SCO. Das ist dann zum Beispiel hier hinten der Titan Indra. Ja, den muss man dann anfliegen. Und da muss man dann reinfliegen und kann sich da Meta-Alloys sammeln. Die fliegen da im Weltraum rum. Das zeige ich gleich mal. Ich bin jetzt hier bei dem Titanen im Sol-System an der Erde. Da ist ja auch ein Titan. Da springen wir jetzt rein. Und da suchen wir jetzt Meta-Alloys erstmal für das Frachtgestell. Wer das natürlich schon hat, dieses Frachtgestell, muss die natürlich nicht mehr suchen.
Der sollte sich dann konzentrieren auf Schubantriebselemente. Und da schaltet man am besten hier mal die Kontakte ein und schaut da immer wieder rein in die Kontakte, weil da sieht man das am ehesten, was da eben im Weltraum rumschwirrt, was man da aufsammeln kann. Schubantriebelemente sind harmloses Material und das kann man ohne Probleme aufsammeln, auch ohne dieses spezielle Frachtgestell. Wer das also noch nicht hat, der sammelt da jetzt erstmal Meta-Alloys, also Meta-Legierungen und Schubantriebselemente, so viel wie geht. Diese anderen Sachen von den Thargoiden braucht man nicht sammeln, nur Schubantriebselemente und Meta-Alloys oder Schubantriebselemente und diese Titan-Antriebskomponente. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Meta-Legierung, die man einsammeln kann. Und davon braucht man dann 16 Stück, wenn man die nicht kaufen will. Und natürlich, wenn man Schubantriebselemente sieht, die auf jeden Fall auch sofort mitnehmen. Jetzt habe ich das eingesammelt. Und dann schauen wir mal in die Kontakte und da sehe ich hier Schubantriebselemente sind da drin in den Kontakten. Das heißt, da kann man dann gleich dahin fliegen und das auch aufsammeln. Natürlich kann man alles sammeln, wo Material davor steht. Material ist ja harmlos und kommt jetzt nicht in den Frachtraum, sondern wird ja in diesen speziellen Materialspeicher eingelagert. Also Material kann man immer mitnehmen, ob man es jetzt braucht oder nicht. Nur bei diesen anderen Thargoiden-Sachen, die dann eben als Fracht gekennzeichnet sind, da wäre ich vorsichtig, ohne dieses korrosionsbeständige Frachtgestell, weil das kaustisch ist und ansonsten das Schiff zerfrisst. Ausgerüstet mit einem korrosionsbeständigen Frachtgestell kann man jetzt dann auch diese Antriebskomponente sich holen. In der Regel findet man diese Sachen nicht innerhalb von dieser grünen Wolke, sondern eher etwas außerhalb. Das sieht man ja auch schon hier im Video. Das ist eigentlich innerhalb von dieser grünen Wolke seltener mal was zu entdecken, jedenfalls meine Erfahrung. Das findet man doch eher etwas außerhalb von der Wolke, diese Sachen. So 14 Kilometer von der Wolke entfernt, immer so rumgekreuzt rundherum und dann immer mal geschaut, was ist denn da in den Kontakten oder ständig die Kontakte offen gehalten beim Fliegen, weil da ist ja nichts im Weltraum, wo man zusammenstoßen könnte, außerhalb von der Wolke. Das ist so meine Empfehlung, da könnte man da rumfliegen. Kann allerdings auch nur dazu raten, dass man dann noch auf die Anaconda darauf achtet, der rumfliegt. Das ist nämlich ein Pirat, der klaut einem dann nämlich die Sachen, wenn man die eingesammelt hat. Das sollte man also auch tunlichst immer vermeiden, dieser Anaconda zu nahe zu kommen, die da rumfliegt. Weil das ein Pirat ist, der einen beklaut. Wer keinen Carrier besitzt, wo er Sachen einlagern kann, der sollte sich natürlich als allererstes die ganzen anderen Sachen besorgen, die man für den Technologiebroker braucht und dann erst zum Schluss diese Titan-Antriebskomponente besorgen und dann direkt zum Technologiebroker fliegen und dort eben gegen einen entsprechenden Antrieb, den man gerne hätte, eintauschen. Das wäre so der Weg. Wer einen Carrier hat, kann das Zeug natürlich erstmal alles einlagern auf seinem Carrier, problemlos. Der hat dann die Möglichkeit natürlich erstmal jede Menge von diesen Sachen einzusammeln und einzulagern und dann irgendwann mal natürlich mit den ganzen Sachen zum Broker zu fliegen. Alles an Bord, dann sucht man sich hier über Inara auf diesem Weg den nächsten Technologiebroker. Da gibt man dann wieder sein System ein und dann einfach da unten auf Technologiebroker draufklicken und dann fliegt man zum nächstgelegenen hin. Jetzt sind wir beim Technologiehändler und unter Kontakte findet man den und dann ist da Technologiehändler zu sehen und dann holt man sich an der Stelle hier dann den entsprechenden Antrieb, den man dann kaufen möchte. Auch wenn der nicht ins Schiff reinpasst, kann man den eintauschen gegen die Materialien, die man dabei hat. Man kriegt allerdings dann eben immer nur für einen Satz Materialien einen Antrieb. Da muss man dann also, wenn man mehrere Antriebe kaufen will, erstmal sammeln. Mit einem Carrier geht das natürlich dann am besten nur. Und dann anschließend dahin fliegen und den dann dort eintauschen.
Der letzte Schritt ist dann noch mit dem neuen Antrieb zur Felicity Fazier oder zur Elvira Matuk zu fliegen, zur Ingenieurin, und dann da noch diesen experimentellen Effekt Massenmanager für alle Drives, die größer als 5 sind, also 5 und größer sind, einzubauen, oder eben für die kleineren Drives, zum Beispiel den 4er für die Cobra MK5, dann diesen Tieflader als experimentellen Effekt. Solon, Peterson, Romeo, Oscar, Bravo, commencing automated flight control routine. Please observe docking protocols. Access granted. Proceed to landing Und das war's dann mal wieder für dieses Video. Gerne mal ein Like und ein Abo, wer noch keines hat, hinterlassen. Und dann sage ich erstmal an der Stelle fröhliches Suchen nach einer Titan-Antriebskomponente. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.